Ja, welche Locker braucht man überhaupt in Hirschfelden? Das erste ist einmal der Rehlocker, der Grunz für Wildschweine, dann das Hirschhorn, da kann man Daumen und Rothirsch anlocken. Dann braucht man einen Hasen für einen Fuchs und wenn man auf Gänsejagd auch gehen will, auch den Gänsenlocker. I saw some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the coordinates. Ja, die Tiere, wenn der Hunter Call auf der Welt sind sehr vom letzten Update sehr scheu geworden, wie beim richtigen Jagen. Muss man ziemlich viel mit dem Fernglas arbeiten. Da ist wichtig in diesem Spiel, dass man im Hintergrund keine Musik spielt, sonst hört man die Tiere nicht. Wenn sie zum Beispiel gehen oder wenn sie grasen, wenn sie fressen halt. Wenn man ein gutes Headset hat, kann man das natürlich super hören. Wenn man nur ein ganz billiges Headset hat, hat man halt ein bisschen Probleme. Hier ist wichtig, dass man zum Beispiel in diesem Spiel sehr ruhig sein muss. Es ist kein Actionspiel in dem Sinn. Das ist echt ein, kann man schon sagen, das ist ein Echtzeit-Jagdsimulator. Wie es wirklich bei der Jagd auch ist, wenn man wirklich in der freien Wildbahn Tiere jagt. Da oben habe ich was gesehen, schauen wir mal. Wichtig in diesem Spiel ist natürlich die Windrichtung, dass uns die Tiere nicht so schnell riechen. Immer schauen bei den Bäumen, wo der Wind herkommt. Oder bei den Gräsern sieht man das sehr schön, wenn ein hohes Gras ist. Oder bei den Gebüschen sieht man es noch besser.
immer schauen, dass der Wind zu dir kommt, nicht umgekehrt. Weil wenn der Wind umgekehrt geht, können dich die Tiere natürlich super riechen. Ja, manche Spieler verwenden halt Duftrezierer, aber ich bin kein Fan von diesen Mittelchen. Erstens kosten die ziemlich viel Geld und zweitens die Haltbarkeit dauert nicht so lange. Ungefähr 10 Sekunden, dann ist nämlich der Duft nämlich wieder verflogen. Ja, meine Lobby ist öffentlich, bei mir kann jeder, wann ich gerade das Spiel beitreten und auch jagen. Bei mir können auch jeder meine Dreibein-Hochsitze auch benutzen, die Zelte auch benutzen für Schnellreisen. Ich habe gewisse Zelte in verschiedene Karten aufgestellt, wo ziemlich gutes Jagdgebiet ist, wo ich ziemlich viele Tiere schon geschossen habe. Und bei mir wird halt nicht, wenn ich merke, dass einer zum Beispiel in der Spielerchat Hintergrund in einem Radio spielt, wird er sofort von mir rausgeschmissen. Oder wenn er mit seiner Frau redet oder wird er auch nämlich gleich von meiner Loppe entfernt. Bei mir kommen nur gewisse Leute im Partychat, die mir eine Freundschaftsanfrage schicken, werden die bei mir in die Partychat nämlich eingeladen. Da können Fragen gestellt werden, weil ein Spielerchat ist nur dazu da, dass man zum Beispiel wichtige Hinweise gibt, aber nicht dauernd. Gesprochen wird. Ich habe, wenn ich meine Lobby offen habe, am Tag, sagt man, wenn ich 6 Stunden spiele das Spiel, habe ich ungefähr 400 Gastspieler in meinen Dings drinnen. Manche Spieler warten ungefähr 20, 25 Minuten oder noch länger, bis einer von meiner Loppe rausgeht, dass wieder einer rein kann als Gastspieler. Leider ist die Stückanzahl nicht erhöht geworden. Mir war es lieber, wenn man ungefähr 20 oder 25 Gastspieler hätte, weil die Karten sind ja ziemlich riesengroß. Jetzt schauen wir mal.
Die Tiere, die sind verdammt scheu, kann ich euch nur sagen. Überhaupt die Wiesand. Und ziemlich schwer zum Schießen, kann ich euch nur sagen. Und verdammt gefährlich. Ja, wichtig ist halt, dass man in der Schnellleiste nämlich im Inventar halt ein Medipaket hat. Das braucht ihr bestimmt, wenn ihr auf Wildschweine geht und auf Wiesand. Weil die zwei Tierarten greifen euch natürlich an. Ein Füchs. Da verwende ich aber nicht den Hasen. Weil der beste Fuchslocker ist nämlich der Rehlocker. Das wissen die wenigsten. Dann gleich das Fernlassen, die Schnellmenü, dass ich gleich wechseln kann. Die muss da wo kommen. Ich hoffe nicht, dass der Fuchs von da kommt. Das kann er nicht leicht ziehen. Ein bisschen herauf. Was ich lernen kann, dass ich sehe, wenn der Fuchs auch kommt. Der Wind steht richtig von dir weg. Da seht ihr genau, dass der Wind zu mir kommt. Nicht umgekehrt.
Und da unten haben wir einen anderen Streifen, den Fuchs. Wie schaut die erste Spur von Fuchs? Schauen wir, wann die alt ist, oder nicht. Eine weibliche Rede von Fuchs. Okay. Er will es wissen. Das Dreibein steht, ist das Wichtigste, was es gibt in diesem Spiel. Wenn man das Dreibein nicht hat, ist wichtig, dass man sich die App kauft. Erstens, man sitzt 5 Meter in der Höhe und man hat natürlich einen super Überblick. Und da können euch die Bären, Wildschweine, Wasserbüffel, Löwen, Puma oder Luchs, auch Bisons können euch da nichts anhaben, auch nicht die Wölfe. So, hier da unten schon wer, oder? Das ist mich. Das ist nur und das haben wir. Ah, nein, sondern eine Spiegelung. Füchse sind nämlich ganz schlaue Tiere. Probieren wir den Hasen einmal. Na.
Und einer das noch nicht weiß, mit der Schnellleiste ist, man kann natürlich, wir machen das mal weg, mit der Schnellleiste, das funktioniert so, Pfeil nach oben, dann die Lok auswählen oder das Gewehr oder den Foto, in diesem Fall nehme ich das Fernglas, da ist ein Reh, dann brauche ich nur auf die X-Taste drücken, dann habe ich nämlich gleich das Fernglas oder das Gewehr fix da. Beim Gewehr funktioniert das auch. Braucht nur jetzt da fix geben. Ich habe das Gewehr und dann kann ich schon schießen. Man kann auch das Gewehr mit der Pfeiltaste nach oben, dann kann man das Visier runtergeben und wieder mit der Pfeil oben und dann hat man wieder das Visier montiert. Ja, das noch nicht weiß, wie man mit der Schnelltaste das macht. Was leicht sind, ist in Hirschfelden natürlich die Rehe zum Schießen. Und natürlich die Damhirsche. Zum Beispiel Rothirsche, Wiesand, Füchse und Wildschweine sind ein bisschen empfindlich. Da muss man echt sehr vorsichtig sein, dass man einen schönen Rothirsch natürlich vor die Flinte kriegt. Aha, es ist schon. Sie kommt schon. Jetzt dürfen wir nicht mehr mit den Dings arbeiten, weil das Reh ist sehr in der Nähe jetzt. Jetzt muss schnell gehen, bevor das. Das rennt nicht weit. Das war nur ein Kopfschuss. Sie liegt schon übrigens da hinten. Aber ich habe ein zweites Reh auch noch gehört. Dann locken wir das zweite Reh gleich an. Weil die Tiere, wenn man geschossen hat, wenn die Tiere davon rennen, rennen die ungefähr 500 Meter und dann kommen die wieder retour. Ihr seht, was für eine Blutspur meine Waffe natürlich hat. Ich verwende hauptsächlich bei der Jagd nur Großkalibergewehre, so wie 300er, 306er, 7 mm, 338er. Alle was mit 200 anfangen,
sind nämlich nur Kleinkalibergewehre. Mit die kann man eventuell nur kleine Tiere jagen, wie Hasen oder Füchse, Enten. Zum Beispiel Rehe gehen auch noch, aber dann ist schon Sensepause. Weil Hirsche und sowas kann man halt mit einem Kleinkalibergewehr natürlich nicht mehr jagen. Da braucht man schon ein Großkalibergewehr. Da gehen wir weiter halt. Tun wir natürlich wieder mein Treiber einzulegen. Nicht laufen, sondern gehen. Besser ist, wenn ihr gebückt geht. Da seid ihr nämlich leiser. Und natürlich, es ist immer wichtig, dass man nicht zu viel mitnimmt. Zum Beispiel 2 Gewehre braucht man unbedingt nicht mit. Es genügt nur ein Gewehr. Ich verwende auch nur ein Gewehr. Eins habe ich halt in den Rucksack, aber sonst im Schnellinventar habe ich meistens nur ein Gewehr mit bei der Jagd. Als Anfänger ist immer wichtig, dass man ein Gewehr gekauft hat. Aufschreiben natürlich, was für eine Munition, was für ein Kaliber man verwendet, was für eine Munition man benutzt, weil es gibt 2. Eine ist mit der höheren Durchschlagskraft, das ist für Anfänger sehr gut. Und dann gibt es eine andere, wo eine höhere Aufspitzung ist. Für die höhere Aufspitzung ist nämlich diese Munition ist nämlich für Fortgeschrittene oder Experten gedacht. Für Anfänger ist diese Munition nichts. Da müsst ihr nämlich genau treffen. Das heißt, ihr müsst genau das Herz treffen, dass die Tiere nämlich tot umfallen. Da hilft kein sonstiger Körpertreffer. Müsst ihr genau zielen mit dieser Munition. Das schaut schon aus wie Spuren von einem Bison. Wiesent dort. Einen Wildbüffel. Ja, ist einer. Und dann gehen wir schon in die Birschposition. Wir gehen natürlich die Spur nach, ist nur ein einzelner Bulle, will ich euch nicht sagen, aber hat ein hohes Gewicht. Jetzt muss man verdammt vorsichtig gehen, wie er auf Wiesentjagd geht in Hirschfelden. Diese Biester sind verdammt scheu und gefährlich.
Und diese Tiere bringen ziemlich viel Geld ein. Wichtig ist auch, dass man zum Beispiel, ich habe die verfolgten Tiere rot, die Spuren. Erstens ist das gut für Nacht. Und gelb, die geschossenen Tiere, die Spuren. Aber man kann jederzeit die Farbe von den Dings an jeden so machen, wie man sich leichter tut. Ich habe gelb und rot, und wenn ich... da vorne ist er schon. Da vorne ist er gewesen und er hat mich gehört. Gehen wir auf die andere Seite. Wenn der geschlafen war, kommt er wieder zurück, wenn man Glück hat. Aber es ist eine ganze Herde. Da ist er. Da ist er. Darauf. Der Schuss war für die Katze. Na, schauen wir mal, wann der... ja, der ist getroffen. Wenn das, sagt man in der Karte, so orange ist und mit einem ist nämlich ein Treffer gewesen. Wird aber nur eine leichte Fleischwunde gewesen sein, aber wenn man mit einem Großkalibergewehr schießt, natürlich verbluten die ziemlich schnell. Der ist stinksauer. Der ist stinksauer. Ja, der ist... Der ist da gerannt. Da vorne liegt er. Ihr seht, was der Wiesent nämlich gleich
Genau ins Genick geschossen. Schaut euch diesen Schuss an. Genau den Halswirbel getroffen. Da ist jetzt wichtig, dass man zum Beispiel ein Medikamentpaket mit hat, dass man sich gleich wieder generiert. Größere Tiere, zum Beispiel, die was über 1500 Kilo haben und der Tierklasse 10 haben, die können dich mit einem Angriff schon töten. Natürlich, die Tiere bringen verdammt viel Kohle. Und dafür sind sie auch scheu und sehr gefährlich. Jetzt gehen wir weiter. Den einen Hart haben wir mal. Man kann entweder den, wenn man eine Trophäenhütte hat, entweder ausstopfen oder in die Warteschleife geben. Wichtig ist, dass man, wenn man Tiere in der Warteschleife hat, da kann man nur 10 Tiere reingeben und 10 Tiere ausstopfen. Da ist immer wichtig, dass man, wenn man eine Trophäenhütte hat und die Tiere ausgestopft hat, gleich Ende des, bevor man aufhört, in die Trophäenhütte gehen, die Tiere aufstellen. Weil dann kann man keine Tiere mehr in die Warteschleife geben. Und es gibt so viele Tiere, die was sehr besonders sind, die schöne seltene Geweihe haben, andere Fehlzeichnungen. Und die beste Stelle, wo man natürlich Wiesen findet, zeige ich euch. Von diesen Außenposten nochmal. Da könnt ihr lesen, der heißt. Bis zu der Enzbrücke. Hier findet man in diesem Gebiet ziemlich viele Wiesen. Neben dem Wasser natürlich sind die Wildschweine. Das ist der, ich sag, das ist hier nämlich das Wiesentrevier. Da habe ich die meisten Wiesent geschossen, wenn ich zum Beispiel entlang gehe bei dieser Straße, kann man zwischen 20 und 25 Wiesent, wenn man das richtig natürlich spielt, locker schießen. Und das sind ungefähr sowas um die 10.000 Euro, was man da verdient einmal.
Die meisten fragen sich, warum ich so wenig Geld jetzt Konto hier habe. Kann ich auch sagen, ich habe jedes Gewehr um 4000 Schuss aufgestockt, was ich habe. Und ich tue natürlich auch ziemlich viele Tiere auch ausstopfen und in die Trophäenhütten stellen. Mittlerweile habe ich sowas und die 10 Trophäenhütten schon voll. Das mache ich bald, ist bald die 11. voll bei mir. Da fehlen noch ein paar schöne Exemplare. Bei mir sind meistens nur in die Trophäenhütten Goldabschuss und Diamantabschuss hauptsächlich. So wie Bronze, Silber kommen bei mir halt nicht in die Trophäenhütte rein. Und immer das Fernglas benutzen. Und hören natürlich. Wie ich schon gesagt habe, der Hunter Call of the Wild ist kein Actionspiel. Es ist ein reiner Jagdsimulator, Echtzeit-Jagdsimulator. Wie es im wirklichen Dings auch ist, wenn man jagt. Ist er nämlich für Jungjäger natürlich ein super Spiel. Oder wenn einer noch Jäger werden will, kann man hier nämlich genau zielen lernen, locken lernen, da kann man ziemlich viel lernen in diesem Spiel. Also die Tiere sind so in der freien Wildbahn zurzeit auch in jeder Karte bei der Hunter Call of the Wild genauso scheu. Das sind nicht, da muss man schon entsprechend auch richtig jagen. Wichtig ist, wenn man auch eine neue Karte gekauft hat, einmal im Singleplayer, dass man die Karten natürlich aufdeckt, wo die ganzen Außenposten sind. Da kann man mit dem Fahrzeug umeinander fahren und es dauert ungefähr 3 bis 4 Stunden, bis man alle Außenposten hat, und dann kann man schon eine Lobby machen, wo man entweder privat oder auf öffentlich hat, dass andere Spieler natürlich da gleich von A nach B schnell reisen können. Ja, die Zeit wird schon ein bisschen dunkel, aber das macht nichts. Ich habe nämlich ein Nachtsichtgerät mit und natürlich ein Nachzielfernrohr. Das ist nämlich voll cool. Bei mir ist nämlich, wenn ich meine Lobe öffentlich habe, da wird nämlich 24 Stunden auch Nacht gejagt. Wer zum Beispiel das
nicht hat, der muss sich halt diese Dinge auch kaufen. Schaut ziemlich gut aus, das Nachsichtgerät, das Fernglas. Und natürlich das Zielfernrohr, kann ich jedem empfehlen. Aber es ist noch nicht zu dunkel, dass ich zum Beispiel das Nachsichtgerät aktivieren tue. Ich habe das wohl in den Rucksack, das Fernglas und das Zielfernrohr. Das brauche ich nur umstecken. Da sind die Tiere natürlich noch besser, hat einen Grünton und die Tiere sind natürlich, leuchten da schön weiß raus. Ist echt super, das Nachtjagen. Kann ich jedem empfehlen, das Nachtjagen. Ich verwende hauptsächlich einen ganz großen Rucksack, dass ich diese Dinge natürlich auch mitnehmen kann. Nur der Nachteil ist, wenn man zum Beispiel geht, dass man ein bisschen zu laut ist und natürlich auch, dass die Sichtbarkeit ein bisschen zurückgeht, dass man zum Beispiel, dass die Tiere dich schon besser sehen. Aber wenn man ein guter Schütze ist und natürlich Weitschüsse mit einem Gewehr auch machen kann, kein Problem. Es gibt nur 2 Gewehre in diesem Spiel, was ziemlich weit gehen, was man auch verwenden kann im Spiel. Das ist nämlich die 7 mm und der Ferrari unter die Gewehre ist nämlich die 338er Range-Master. Das ist das stärkste Gewehr natürlich im Spiel und das beste Gewehr. Nur dass man einen Schuss hat. In B muss man halt immer nachladen bei jedem Schuss. Aber der Vorteil bei diesem Gewehr ist, man braucht keinen zweiten Schuss und dann mit einem Schuss schießt man und das Tier fällt um Ort und Stelle. Aber jetzt kann ich schon bald das Nachsichtgerät montieren. Das mache ich gleich. Es dauert nicht mehr lange. Da habe ich mein Gewehr, da habe ich mein Visier. Das habe ich jetzt und das ist das Nachsichtgerät. Dann brauche ich das Fernglas. Ist übrigens ein DC Fernglas. Und natürlich, ihr seht, wie traumhaft das ist, das Nachsichtgerät, auch das Zielfernrohr ist nämlich ziemlich super bei der Nachtjagd. Es ist echt ein Traum.
Hat auch einen super Entfernungsmesser. Da kann es noch so dunkel sein, das ist ein Traum, kann ich euch nur sagen. Nur gegen einen Mond, und der Mond ist, täte ich das nicht verwenden, weil der Lichtkegel natürlich ziemlich stark ist. Beim Fall. Kann auch die Taschenlampe einschalten. Aber ich verwende nur die Taschenlampe, zum Beispiel, wenn ich die Tiere geschossen habe, dass ich die Spur besser verfolgen kann. Sonst verwende ich die Taschenlampe bei der Nachtjagd sehr selten Hexens. Ich gehe durch einen Wald, der was ziemlich düster ist, dicht ist, dass ich da die Taschenlampe benutze. Sonst bei der Nachtjagd ist sehr wichtig, dass man auf Gehör geht. Und ihr hört's zum Beispiel schon Schritte, das können natürlich Bison sein, die Büffel. Die können auch nur da unten was. Da sind sie hinterm Berg. Ah, die kommen da vor. Jetzt müssen wir nur schauen, was sie sind. Da sind sie, die Biester. Ah, ist schon dort. Jetzt kann ich nämlich so die Spuren nämlich, ihr seht, dass da die Spur schon ist. Da ist die nächste Blutspur. Und da vorne, ihr seht schon, wie gut, wenn man die Farbe geändert hat. Da liegt schon nämlich der Wiesand. Ist aber nur ein Schultertreffer. Jetzt wieder ausschalten das Licht. Jetzt müssen wir nur schauen, wo die nächsten sind. Gehen wir wieder den Zoom ein bisschen, reduzieren. Ja, da.
läuft nachziehen, nämlich die ganzen Wildtiere nicht so gut, außer die nachtaktiven, so wie Füchse und Wildschweine, die sehen nämlich auf Nacht verdammt gut. Jetzt müssen wir nur schauen, wann das ein Liegeplatz zum Beispiel war. Aber man geht da, die sind dahin, darunter zum Wasser gerannt. Ich suche nur ein bisschen eine bessere Übersicht, dass ich eine bessere freie Fläche habe, wo ich zum Beispiel schöne Entfernung auch sehe. Ja, die meisten sagen, die verstehen mich nicht. Seid beruhigt, manche Deutsche verstehe ich auch nicht, wenn die Dialekt reden. Ich habe nämlich einen bayerischen Dialekt ein bisschen. Die Bayern verstehen mich vielleicht besser. Die Österreicher natürlich verstehen mich am besten, weil ich aus Österreich komme. Ja, die sind da raufgegangen. Wenn man die Taschenlampe anhat, sieht man nämlich nicht den Lichtkegel. Da schaltet man natürlich die Taschenlampe aus, wenn man mit dem Nachtsichtgerät hat, und wenn man wieder das Fernglas hat, dann wichtig ist, dass man halt am Tag das Dings nicht benutzt, die Taschenlampe. Aber am Nacht, wenn es dämmert oder Nacht ist natürlich in diesem Jagdsimulator natürlich okay. Dann gehen wir da hin. Die wenigsten haben da zurzeit noch nicht viel Nacht
Jagen gezeigt. Heute mache ich halt eine Folge, wie Jägermeister auf Nacht jagen tut. Wir sind hinterm Hügel. Ja, das Nachtjagen ist nämlich nicht so schlecht, will ich euch nur sagen. Ich weiß, die meisten jagen am Tag am liebsten. Ich bin mir auch, tue auch gern Nachtjagen. Dafür wird bei mir, wenn ich meine Urlaube nämlich öffentlich habe, nicht mehr die Zeit umgestellt. Ihr müsst halt, wenn bei mir kommt jagen, als Gast braucht ihr unbedingt das Nachtsichtgerät und natürlich auch das Nachtvisier. Manche finden das natürlich super, dass bei mir zum Beispiel auch Nacht gejagt wird. Weil die sagen, die anderen Lobis, da wird nur Tag gejagt. Warum habe ich mir das Nachtsichtgerät gekauft und etc. Habe ich gesagt, okay, dann werde ich bei mir nämlich den 24-Stunden-Modus machen, das heißt Tag und Nacht. Dass ihr wechseln könnt zwischen Tag und Nacht. Ich habe hauptsächlich, ich habe meine Stammgäste, die was bei mir in der natürlich auch ständig reinkommen. Gewisse kommen regelmäßig rein, wenn ich gerade habe. Manche sind wieder neu. Weil bei mir gibt es nämlich ziemlich Ruhe. Wird nicht viel geredet oder Musik gehört. Der muss unbedingt Musik hören will, muss ich natürlich stumm schalten, dann wird er nicht von mir rausgeworfen. Aber wenn der im Hintergrund Musik spielt, in Spielerchat, ich bin zufällig in Spielerchat und schaue, was sich tut. Und ich höre diese Person, der was im Hintergrund natürlich Musik spielt, der wird natürlich von mir ohne Warnung rausgeworfen. Ihr hört im Hintergrund, dass das Reh ganz nah ist. Und da einen Tipp. Hier jetzt nicht mehr mit einem Lock arbeiten. Und dass die so in der Nähe ist.
Ihr seht, da vorne steht schon das Reh. Und ihr jetzt mit dem Locker arbeitet, rennt das Tier natürlich weg. Na da, aber das macht nichts, das locke ich mir wieder zu. Stelle nämlich mein Treiben gleich auf. Dann habe ich nämlich das Ganze natürlich in schönen Sicht. Wo stellen wir hin? Das Treiben stellen wir das da her. Natürlich gehen wir hier rauf. Setzen sich drauf. Locken und schalten natürlich die Dings ab, die Taschenlampe. Dass uns natürlich das Reh nicht gleich sieht, weil denn man hat ja das Nachsichtgerät. Wenn das Reh jetzt da hinuntergerannt ist, kommt das entweder auch in dem Bereich auch retour. Das rennt jetzt ungefähr 500 Meter, dann kommen sie langsam wieder retour. Und das ist das ganze Geheimnis beim Nachtjagen. Ist schon da. Jetzt mal nur schauen, was kommt. Ist das oben da gekommen? Ist ein zweites Reh gewesen. Ich weiß, viele Spieler wünschen sich natürlich auch andere Outfits beim Jagen. Natürlich auch andere Gewehre, Bögen, Armbrust, Flinten. Vielleicht kommt noch was, auch andere Locker, wo man auch andere Tiere noch anlocken kann.
besonders Wasserbüffel, Bisons oder Wisent, dass man die auch locken kann, oder Steinböcke, dass man einen ganz speziellen Locker hat. Zur Zeit kann man nur die Steinböcke mit der Geweihrassel natürlich anlocken. Jetzt schauen wir mal mit dem Fernglas. Ihr seht, wie dieses Gewehr nämlich effektiv ist. Ein Schuss und das Tier bleibt Ort und Stelle gleich liegen. Das geht bei jedem Tier, wenn man das natürlich richtig trifft. Geht auch super mit einem 7 mm, wenn man nicht die 338er hat. Oder mit der 300er. Oder die 306er. Habe ich auch schon gewisse Gewehre auch getestet. Könnt ihr auch bei mir auch bei Eltern Video anschauen. Sollt die Videos natürlich raussuchen, weil bei mir gibt es keinen Titel zum Beispiel, dass ich sage, wie halt ich Lust habe und was Neues kommt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, tut's abonnieren, dass ihr immer am Laufenden seid, was Neues gibt. Wenn ein neues Gewehr kommt, wird von mir natürlich immer gekauft, getestet, auf Herz und Nieren. Und dann wird von mir auch ein besonderer Testbericht zusammengestellt, wenn das Gewehr zum Beispiel fehlenswert ist oder wenn das Gewehr nämlich voller
Floppies, das ziehen zum Beispiel dieses Gewehr nicht unbedingt kaufen braucht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ihr könnt auch unter die Kommentare was schreiben, außer Beleidigungen oder sowas wird bei mir gleich gelöscht, die Kommentare. Die haben bei mir nämlich nichts verloren. Und jetzt tue ich halt auf Nacht natürlich weiterjagen. Und man hört sich und stört sich wieder. Meine Videos findet ihr unter Freunde des Jagdsports Austria oder Jägermeister Ort mit Jäger mit AE geschrieben. Und das war's wieder von mir, von euren Jägermeister.